Ich habe heute eine 50×50 Leinwand genommen und möchte ein schönes Rakelbild gestalten. Dazu keile ich den Keilrahmen erstmal so ein bisschen aus, damit die Leinwand etwas straffer sitzt. Ich habe mir hier auch schon meine Farben bereitgelegt, die ich verwenden möchte, und mische mir hier schon mal ein dunkles Blau aus dem Blau von Sustrene Grene, Lime Green und dem gebrannten Umbra von Liquitex, und diese Farbe werde ich später dann verwenden. Das ergibt zusammen halt ein sehr schönes tiefes Blau und ich möchte auf jeden Fall schöne, viele Blautöne mit drin haben in dem Bild. Ich möchte als unterste Schicht aber ein gebranntes Umbra haben, was ich hier mit meinem Acrylmedium vermische, damit es so leicht transparent aussieht. Und das verteile ich dann erstmal gleichmäßig auf der Leinwand. Mich erinnert diese Konsistenz irgendwie so an Schokolade, die man auf so einem Teig verteilt, auf so einem Crepe oder so. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch Schokolade darin seht. Mit dem Küchentuch bringe ich einfach noch so ein paar interessante Strukturen mit rein. Man soll ja das Ganze später ein bisschen durchsehen können. Und da tupfe ich einfach ein bisschen die Stellen ab, wo ein bisschen zu dick die Farbe aufgetragen wurde. Nehme die damit runter. Und das ist meine erste Rakelschicht. Das ist das dunkle Blau, was ich mir vorhin angemischt habe. Die zweite Farbe, die gleich da drüber kommt, ist nochmal das gebrannte Umbra. Das soll einfach die dunklen Stellen noch so ein bisschen tiefer und vielschichtiger erscheinen lassen. Und hier mische ich mir einen Farbton aus dem irisierenden Weiß und so einem schönen Türkis. Das gibt dann so einen leichten Perlmuttton. Und hier benutze ich jetzt so ein schönes metallisches Gold, was mir jemand in den Kommentaren mal empfohlen hat, und ich musste mir das natürlich dann auch gleich holen, weil ich ja immer nach einer Alternative zu meinem Blattmetall suche. Insofern vielen Dank auf jeden Fall nochmal für den Tipp. Ich finde, die Farbe sieht einfach wunderschön aus. Ich habe die unterste Farbschicht übrigens noch mal so ein bisschen mit dem Föhn angeföhnt, damit die nicht mehr ganz so flüssig ist. Und dann habe ich erst das Gold aufgetragen. Und diesen schönen Türkisfarbton, den ich mir vorher mit dem Perlweiß zusammengemischt habe, den trage ich hier nochmal separat auf. Und dann habe ich hier so einen coolen Hack. Ich habe hier eine leere Küchenrolle und die bemale ich mir einfach ein bisschen mit der Farbe, die ich gleich drauf haben möchte. Und dann gehe ich da einmal so quer über die Leinwand und das macht dann auch ganz interessante Strukturen. Das kann sich auch ruhig so ein bisschen mit dem Gold vermischen, dadurch entsteht auch so ein schöner metallischer Türkiston.
bringe ich noch mal ein bisschen mehr Gold mit rein, weil mir doch ein bisschen zu viel verloren gegangen ist. Man kann ja einfach immer noch mal drüber gehen, das ist ja das Schöne daran. Und mit meinem Malmesser verteile ich da auch noch mal ein bisschen auf der Leinwand. Das Bild lasse ich jetzt erstmal komplett durchtrocknen, bevor es dann wieder weitergeht. Das ist jetzt der nächste Tag. Ich habe hier auch meine Farben schon bereitgelegt. Das ist auch nochmal ein metallisches Gold, allerdings in einem etwas tieferen und etwas rötlicheren Goldton. Dann habe ich noch ein Türkis, ein Blauton und ein Schwarz und die mische ich mir auch nochmal zusammen. Ich benutze hierfür jetzt eine Glättkelle. Das ist eine ganz normale Glättkelle aus dem Baumarkt. Und da gehe ich jetzt auch einmal über die Leinwand drüber. Ich finde, mit dieser Glättkelle hat man ein bisschen mehr Kontrolle und die Ergebnisse sehen ein bisschen schöner aus, weil man halt näher an die Leinwand rankommt als mit so einem Spachtel. Als nächstes möchte ich gerne ein tieferes Blau mit drin haben. Das habe ich mir ja aus den 3 Farbtönen hier zusammengemischt. Und da gehe ich eigentlich nur in den unteren Bereich mit, also wirklich nur ganz dezent, weil ich möchte nur so ein paar Stellen mit drin haben, die etwas Tiefe geben. Und um das Ganze noch mal ein bisschen aufzuwärmen, habe ich hier mein gebranntes Umbra und da gehe ich auch noch mal ganz dezent mit rein. Und das Letzte, was ich mache, ist, dass ich einfach noch mal ein paar kleinere Stellen ausbessere und ergänze. Und das geht ganz gut mit diesem Malmesser. Da kann man ja sehr viele feine Strukturen auch mitgestalten, damit einfach die großen Flächen etwas interessanter aussehen. Hier seht ihr das fertige Gemälde. Ich finde, es hat einen sehr schönen Warm-Kalt-Kontrast und sieht einfach richtig schön warm und golden aus und hat aber auch gleichzeitig diese Strukturelemente. Es ist auf jeden Fall ein Bild, was auch sehr gut für Anfänger geeignet ist und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Herumexperimentieren. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und mein Video bis zum Ende geschaut habt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage wieder Ciao und bis zum nächsten Mal.